Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich habe heute eine einfache Frage für dich. Denk kurz nach. Mit welcher Hand schreibst du? Mit welcher Hand hältst du einen Stift? Oder mit welcher Hand benutzt du dein Smartphone? Für die meisten Menschen ist die Antwort klar. Mit der rechten Hand. Aber etwa 10-12% der Menschen weltweit sind linkshändig. Das bedeutet, ungefähr jeder 10. Menschen gehört zu dieser Gruppe. Und das Interessante ist, diese Zahl ist überall auf der Welt erstaunlich stabil, unabhängig von Kultur, Sprache oder Land. Linkshändigkeit ist also nichts Seltenes. Und trotzdem gibt es viele Mythen und Missverständnisse darüber. Vielleicht hast du auch schon einmal gehört, dass Linkshänder kreativer sind oder dass ihr Gehirn völlig anders funktioniert. Aber was stimmt wirklich? Und was sagt die moderne Wissenschaft dazu? Genau darüber sprechen wir heute. Beginnen wir mit dem Gehirn. Unser Gehirn besteht aus 2 Hälften, der linken und der rechten Hemisphäre. Diese beiden Seiten arbeiten ständig zusammen. Sie kommunizieren über Millionen von Nervenverbindungen. Trotzdem übernehmen sie bestimmte Aufgaben unterschiedlich stark. Dieses Prinzip nennt man funktionelle Lateralisation. Das klingt kompliziert, aber die Grundidee ist einfach. Manche Funktionen sind auf einer Seite des Gehirns stärker organisiert als auf der anderen. Früher glaubte man, dass Rechtshänder Sprache in der linken Gehirnhälfte verarbeiten und Linkshänder spiegelbildlich in der rechten. Diese Vorstellung ist einfach und leicht zu verstehen. Aber moderne Forschung zeigt, dass die Realität komplexer ist. Bei etwa 90-95% der Rechtshänder befindet sich das Sprachzentrum hauptsächlich in der linken Hemisphäre. Bei Linkshändern ist die Situation jedoch vielfältiger. Etwa 70% von ihnen nutzen ebenfalls überwiegend die linke Hemisphäre für Sprache. Andere verteilen diese Funktion auf beide Seiten oder nutzen stärker die rechte Seite. Das bedeutet, Linkshänder haben nicht einfach ein umgekehrtes Gehirn. Vielmehr zeigt ihr Gehirn eine größere Vielfalt in der Organisation. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das menschliche Gehirn ist generell sehr flexibel. Es gibt nicht nur eine einzige richtige Organisation. Stattdessen existieren verschiedene Varianten. Vielleicht hast du auch schon einmal gehört, dass die linke Gehirnhälfte logisch und die rechte kreativ ist. Diese Idee ist sehr populär, aber wissenschaftlich zu stark vereinfacht. In Wirklichkeit entstehen Denken, Sprache und Kreativität durch komplexe Netzwerke im ganzen Gehirn. Unser Gehirn arbeitet immer als Einheit. Jetzt stellt sich eine wichtige Frage. Warum ist ein Mensch überhaupt linkshändig? Die Forschung zeigt, dass genetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Wenn ein oder beide Elternteile linkshändig sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch das Kind linkshändig wird. Aber es gibt kein einzelnes Linkshändergen. Stattdessen wirken viele verschiedene Gene zusammen. Jedes dieser Gene hat nur einen kleinen Einfluss. Man spricht deshalb von einer polygenetischen Grundlage.
Interessanterweise beginnt Händigkeit sehr früh in der Entwicklung. Ultraschalluntersuchungen zeigen, dass Föten im Mutterleib oft eine bestimmte Hand bevorzugen. Das bedeutet, schon vor der Geburt zeigt sich eine Tendenz. Das ist ein Hinweis darauf, dass Händigkeit tief in unserer biologischen Entwicklung verankert ist. Gleichzeitig spielen nicht nur Gene eine Rolle. Auch andere Faktoren während der Entwicklung beeinflussen das Gehirn. Händigkeit entsteht also durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener biologischer Prozesse. Und ganz wichtig, Linkshändigkeit ist keine Störung. Sie ist eine normale Variante menschlicher Entwicklung. Kommen wir jetzt zu einem besonders bekannten Mythos. Viele Menschen glauben, dass Linkshänder kreativer oder intelligenter sind. Vielleicht kennst du berühmte linkshändige Künstler oder Musiker. Und das wirkt natürlich beeindruckend. Aber wissenschaftliche Studien zeigen kein klares Ergebnis, das beweist, dass Linkshänder im Durchschnitt intelligenter sind. Die durchschnittliche Intelligenz ist bei Links- und Rechtshändern sehr ähnlich. Warum hält sich dieser Mythos trotzdem? Ein möglicher Grund ist, dass Linkshänder in bestimmten Bereichen sichtbarer sind. Besonders im Sport gibt es ein interessantes Phänomen. In Duellsporten wie Tennis, Boxen oder Fechten sind Linkshänder überdurchschnittlich häufig vertreten. Der Grund ist wahrscheinlich ein sogenannter Seltenheitsvorteil. Da die meisten Menschen rechtshändig sind, trainieren sie häufiger gegen andere Rechtshänder. Wenn sie dann gegen einen Linkshänder spielen, wirken die Bewegungen ungewohnt. Das Gehirn muss sich schneller anpassen. Und genau dieser Überraschungseffekt kann ein kleiner Vorteil sein. Es geht also nicht unbedingt um bessere Fähigkeiten, sondern um unterschiedliche Erfahrungen. Auch aus evolutionärer Sicht ist Linkshändigkeit sehr interessant. Wenn etwa 90% der Menschen rechtshändig sind, konnte man erwarten, dass Linkshändigkeit im Laufe der Evolution verschwindet. Aber das ist nicht passiert. Eine mögliche Erklärung ist, dass eine Minderheit stabil bleiben kann, wenn sie in bestimmten Situationen Vorteile hat. Diese Idee nennt man frequenzabhängige Selektion. Mit anderen Worten, gerade weil Linkshänder selten sind, können sie manchmal Vorteile haben. Und deshalb bleibt diese Variante in der menschlichen Population erhalten. Das zeigt uns etwas Grundsätzliches über die menschliche Entwicklung. Vielfalt ist kein Fehler. Vielfalt ist ein natürlicher Teil biologischer Systeme. Neben der biologischen Perspektive gibt es auch eine gesellschaftliche Dimension. In der Vergangenheit wurden viele Linkshänder gezwungen, ihre rechte Hand zu benutzen, besonders in der Schule. Vielleicht kennst du sogar ältere Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Heute wissen wir, dass eine solche Umschulung problematisch sein kann. Sie kann Stress verursachen und greift in die natürliche Organisation des Gehirns ein. Außerdem ist unsere Welt in vielen Bereichen für Rechtshänder gestaltet. Denk zum Beispiel an Scheren, Küchengeräte oder Schultische. Linkshänder müssen sich oft an eine Umgebung anpassen, die nicht für sie optimiert ist. In modernen wissenschaftlichen Diskurs verwendet man hier den Begriff Neurodiversität. Dieser Begriff beschreibt die Idee, dass Unterschiede im Gehirn
normale Varianten menschlicher Vielfalt sind. Linkshändigkeit ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Was können wir also aus all dem lernen? Linkshändigkeit ist eine normale und stabile Variante menschlicher Entwicklung. Sie ist weder ein Zeichen besonderer Genialität noch ein Defizit. Vielmehr zeigt sie, wie flexibel und vielfältig das menschliche Gehirn ist. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Erkenntnis. Es gibt nicht nur eine einzige normale Art zu sein. Menschliche Vielfalt ist der Normalfall. Und jetzt eine Frage an dich. Bist du links- oder rechtshändig? Und hast du schon einmal bemerkt, dass bestimmte Dinge im Alltag für dich leichter oder schwieriger sind? Schreib's gern in die Kommentare. Danke, dass du heute zugehört hast. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Deutschlernen.